In den letzten 2 Wochen war ich mit unserem Junior oft spazieren und hatte mir zur Erfrischung nochmal den guten alten André Costolani und sein Buch Die Kunst über Geld nachzudenken angehört. Falls du noch nie vom Ei des Costolani gehört hast, dann ist das nicht schlimm. Ich erkläre dir alles. Costolani sagt, egal ob es eine einzelne Aktie oder der Gesamtmarkt ist, es gibt immer 3 Phasen. Die Phase der Korrektur, die Phase der Anpassung und die Phase der Übertreibung. Das gilt sowohl für steigende als auch für fallende Märkte. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Zustände. Und da wir heute täglich von den All-Time-Highs vom DAX oder S&P 500 hören, wir sind definitiv nicht in der Übertreibung nach unten. Besonders interessant fand ich wieder mal die Stelle mit den hartgesottenen und den zittrigen Anlegern. Hartgesottene sind Anleger, die quasi immer ganz unten kaufen, also zum Beispiel dann, wenn die Papiere extrem billig sind und sie keiner mehr haben möchte. Sie kaufen die Aktien und packen sie für 10, 20 oder 30 Jahre in einen Tresor und verkaufen sie erst, wenn diese um das Mehrfache gestiegen sind. Und dann gibt es noch die Zittrigen. In meinen Augen sind das die emotionalen Privatanleger oder gierige Fondsmanager, die bei einer Euphorie ganz oben einsteigen, aber während eines Crashs oder bei Panik schnell wieder raus wollen, oft mit großen Verlusten. Ich zitiere mal ein paar Sätze und du versuchst mal die Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen. Die gestiegenen Kurse erzeugen eine rosige Stimmung und diese treibt die Kurse jetzt noch weiter in die Höhe. Sie haben keine Bedeutung mehr und sie sind ausschließlich von der Masseneuphorie bestimmt. Die Zittrigen wollen einsteigen und sie kaufen immer dann, wenn in den Massenmedien von dem großen Bullenmarkt berichtet wird und auf jeder Party Aktien das Thema Nummer 1 sind. Sie suchen nicht nach unterbewerteten Aktien, sondern steigen dort ein, wo ihre Freunde angeblich bereits das große Geld gemacht haben. Die Phase der Übertreibung kann eine Zeit lang andauern und sie findet erst ihr Ende, wenn alle Papiere aus den starken Händen der Hartgesottenen in die schwachen Hände der Zittrigen gewandert sind. Dann haben die Zittrigen kein Bargeld mehr, sondern die Hände voll mit Papieren, die sie sogar auf Kredit gekauft haben. Jetzt warten die Zittrigen auf noch zittrigere, die ihnen die Papiere zu noch höheren Preisen abkaufen, aber die gibt es nicht. Und die Hartgesottenen, die auf Bargeld sitzen, kaufen zu diesen Kursen nicht. Und erinnert dich das nicht auch an die heutige Situation an der Börse? Also mich schon. Einen Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway, die auf einem riesigen Haufen Cash sitzen und kaum große Investitionen tätigen, sehe ich als Hartgesottene. Aber wie schnell Aktien wie Novo Nordisk oder Fiserv innerhalb weniger Stunden um 30 bis 50% gecrasht sind, zeigt eindeutig, der Markt wird aktuell von den Zittrigen dominiert. Das heißt, wenn ich die heutige Lage einschätzen müsste, dann würde ich definitiv auf die 3. Phase tippen, also auf A3. Und deshalb schalte ich jetzt meinen persönlichen Crash-Schutz-Modus ein und baue Cash auf. So, heute zeige ich dir meine 2 kleineren und vorsichtigen Nachkäufe und ich verrate dir 3 große Verkäufe, die mir insgesamt fast 10.000 Euro an Cash freigesetzt haben. Dann schauen wir uns kurz die aktuellen Sparpläne an, danach folgt die Depot Performance und die aktuelle Cash-Position, die ich nach und nach aufbaue und zum Schluss gibt es nochmal den Überblick mit all meinen aktuellen Aktienpositionen und Renditen. Klingt spannend? Dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. An der Stelle sei so nett und unterstütze den Kanal mit einem Like und lass ein Abo da, um das Video auf YouTube besser zu verbreiten und gleichzeitig, um dich besser kennenzulernen, schreibe die Antwort auf diese Community-Frage als Kommentar. Am besten jetzt das Video pausieren, Kommentar schreiben, den YouTube-Algorithmus auf die Probe stellen und dann weiterschauen. Danke dir. So, was habe ich denn von meinem Gehalt, dem Kindergeld und dem Elterngeld meiner Frau alles Schönes nachgekauft? In Parkett tracke ich mein ganzes Investitionsleben und wir schauen uns hier mal die Käufe an. Eigentlich gibt es nicht viel zu berichten, weil mir, wie gesagt, die aktuelle Situation an den Märkten gar nicht gefällt und ich jetzt ganz vorsichtig bleibe. Ich fand aber den Kursverfall der Ferrari-Aktie sehr spannend und habe 2 weitere Aktien beim Kurs von 290 Euro nachgekauft. Ferrari ist mit einer Nettomarge von etwa 22% wohl der profitabelste Autobauer. Daher habe ich hier meine Position auf 1500 Euro aufgestockt. Noch ist es eine kleine Position, aber bei unter 280 Euro werde ich mir ein paar weitere Anteile kaufen. So, dann sehen wir hier 12 PepsiCo-Aktien, aber das können wir ignorieren. Damit habe ich nur ein paar Verluste realisiert, um sie mit
Gewinnen auszugleichen und Steuern zurückzubekommen. Dazu komme ich aber später nochmal. Das heißt, die zweite tatsächlich nachgekaufte Aktie ist Visa. 2 Stück beim Kurs von 276 Euro je Aktie, also insgesamt für 550 Euro. Insgesamt besitzen wir jetzt 11 Anteile im Wert von 3000 Euro und unter 275 Euro werde ich weiter nachkaufen. Zumindest bis die Position 5000 Euro erreicht hat. Zu Visa muss ich bestimmt nicht viel sagen, außer dass es ein Top-Unternehmen mit einem Mega-Burggraben und über 50% Nettomarge ist. Perfetto für das langfristige Investieren. Yep, das waren auch schon alle meine Käufe, aber ich vermute, meine Verkäufe interessieren dich viel mehr, oder? Ich habe auf Insta ziemlich oft über meine Samsung-Position gepostet, die mittlerweile zu einer Rakete geworden ist. Und ja, ich habe bei Samsung die Gewinne mitgenommen. Nicht wundern, hier stehen 4 Einträge, weil ich auf Trade Republic in 2 Tranchen und mit Bruchstücken verkauft habe. Daher wurde das so aufgeteilt. Insgesamt habe ich meine 3 Aktien beim Kurs von 1610 Euro und 1626 Euro für insgesamt über 4800 Euro brutto verkauft. Investiert habe ich hier ursprünglich nur 2300 Euro, das heißt, seit Oktober 2024 hat Samsung über 100% Rendite gebracht. Wenn du meine ursprünglichen Depot-Updates anschaust, siehst du, dass ich hier eigentlich nur schnelle 20% machen wollte. Aber gut, dass ich sie gehalten habe. Warum habe ich sie jetzt eigentlich verkauft? An sich finde ich das Unternehmen toll und würde es gerne weiter behalten. Aber ich fand den Anstieg einfach zu übertrieben. Getrieben wurde das durch die ganzen Analysten, die die Aktie auf einmal übertrieben gelobt und die Gewinnprognosen stark nach oben geschraubt haben. Wenn du dir den Chart anschaust, denkst du, der Anstieg war wirklich nachhaltig? Also ich habe ähnliche Bilder schon mehrmals gesehen und in der Regel werden solche Kursexplosionen früher oder später von einer 20- bis 30-prozentigen Korrektur begleitet. Es kann natürlich sein, dass der Kurs noch etwas weiter steigt, aber im Kurs sind jetzt extrem viele Erwartungen enthalten, die das Unternehmen operativ noch gar nicht geliefert hat. Also mal schauen, ob mein Bauchgefühl hier richtig oder falsch war. Wenn es richtig war, dann kaufe ich die Aktie bei 1000 bis 1200 Euro wieder zurück. Durch den Verkauf wurden bei mir 420 Euro an Steuern abgezogen, aber zum Glück nicht für lange, denn ich habe meine Puma und Target Positionen mit Verlust verkauft und dann noch ein paar teure PepsiCo Aktien realisiert und günstiger wieder gekauft. Somit kamen die 420 Euro gezahlten Steuern, wie du hier siehst, direkt wieder nach Hause. Das Video zum Thema Steuern verlinke ich dir ebenso oben rechts. Bei den 115 Puma Aktien, die ich beim Kurs von 21,5 Euro und für insgesamt über 2400 Euro verkauft habe, ging ich abzüglich der Dividenden mit 900 Euro oder etwa 26% Verlust raus. Und bei Target habe ich 22 Aktien beim Kurs von 89,7 Euro für insgesamt fast 2000 Euro verkauft und dabei abzüglich der Dividenden 350 Euro oder 15% Verlust gemacht. Das alles habe ich schon ein bisschen auf Insta gespoilert. Daher, wenn du sagst, es vergeht zu viel Zeit zwischen den Depot-Updates auf YouTube, komm gerne rüber auf Insta und lass ein Follow da. Da verrate ich immer ein bisschen mehr über meine Käufe und Verkäufe und es gibt auch mal private oder andere lustige Geschichten. Wenn du gerade vor dem Fernseher sitzt, scanne einfach den QR-Code oder suche auf Insta nach Homeoffice Millionär. Ansonsten habe ich vor kurzem die Kanalmitgliedschaft freigeschaltet und seitdem poste ich dort alle meine Käufe und Verkäufe fast live. Ich weiß nicht genau, wie stark sowas nachgefragt wird, aber ich dachte, ich spreche es mal an. Also falls du die Aktivitäten im Depot schon vor den großen Update-Videos sehen möchtest, kannst du dir gegen ein paar Espresso eine Mitgliedschaft holen. Zwecks Transparenz, YouTube kassiert die Hälfte und die andere Hälfte muss ich wiederum versteuern. Also wie gesagt, mehr als ein paar Espresso sind da für mich nicht drin. Aber ich werde mich definitiv über jedes einzelne Mitglied freuen. Zurück zu den 2 Verkäufen. Tja, warum habe ich Puma und Target eigentlich verkauft? Diese beiden Kandidaten habe ich vor Donis Amtseintritt gekauft und mein Business Case war, dass sie sich erholen werden. Aber jetzt, wenn ich mir anschaue, was der Typ so macht, da haben Target und Puma aktuell keine Chance auf eine schnelle Erholung. Ich könnte mich jetzt bestimmt eine Stunde lang über seine Auftritte und Gesetze beschweren, aber das spare ich dir heute. Ganz kurz gesagt, ich sortiere mein Depot jetzt knallhart um.
Nur die Unternehmen, die diesen Weltzirkus ohne Schrammen überstehen, dürfen bleiben. Qualität schlägt ab jetzt Hoffnung. Also insgesamt habe ich jetzt inklusive der Steuererstattung fast 10.000 Euro an Cash freigesetzt. Einen Teil von diesem Cash habe ich bereits auf Bondora für bis zu 6% Zinsen geparkt. Jetzt sind da etwa, glaube ich, 7.000 Euro drauf, die mir ca. 420 Euro pro Jahr oder über 1 Euro täglich generieren. Das heißt, ich kann auf die Marktkorrektur ganz gechillt warten und das Geld arbeitet trotzdem für mich. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link mit 5 Euro Bonus, falls du noch kein Bondora-Konto hast. Und oben rechts verlinke ich dir das Video, was man in einem Aktiencrash auf keinen Fall tun darf. Falls du also noch nicht allzu lange investierst, auf jeden Fall mal reinschauen. So sehen meine aktuellen Sparpläne aus. Die beiden BDCs, Ares Capital und Hercules Capital, werden monatlich mit je 175 Euro bespart. Diese sind aktuell im Kurs gefallen, daher freue ich mich über die günstigeren Einkaufskurse. Und wie ich im letzten Depot-Update-Video angedeutet habe, ich werde zusätzlich Bitcoin für 25 Euro pro Woche besparen. Bitcoin ist zuletzt ebenfalls im Kurs gefallen, daher freut sich der Sparplan ebenso. Wie du siehst, mein Bitcoin-Sparplan läuft über Bitvavo. Laut Finanzfluss hat die Plattform die niedrigsten Gebühren, daher wenn du auch einen Account für Kryptos oder Sparpläne brauchst, bekommst du über meinen Einladungslink 50 Euro in Bitcoin geschenkt. Einfach über den Link oder QR-Code registrieren, 20 Euro einzahlen und 50 Euro in Bitcoin kassieren. Keine Ahnung, wie lange die Aktion noch läuft, aber ich habe nur 10 Einladungen pro Monat, daher lohnt es sich hier schnell zu sein. Depotübersicht, Performance und Cash. So sieht unser Depot vom 1. bis 25. Januar aus und hier steht eine sehr schöne Zahl von 300.000 Euro. Das ist der Portfoliowert inklusive Cash, der dieses Jahr bereits um mehr als 3% gestiegen ist. Wenn wir jetzt den Cash aber rausfiltern, dann ist unser Aktiendepot 287.000 Euro groß, also 5.000 Euro kleiner als im letzten Video. Das ist aber auch logisch, weil ich ja einiges verkauft habe. Ich wähle Cash wieder aus und schaue auf den gesamten Zeitraum meiner Börsenkarriere. Insgesamt wurden 209.000 Euro investiert, aber wenn ich die über 9.000 Euro erhaltenen Nettodividenden und die Zinsen mit berücksichtige, dann haben wir effektiv weniger als 200.000 Euro aus eigener Tasche reingesteckt. Ganz unten sehen wir die aktuelle Cash-Position, die sich auf 13.500 Euro beläuft und etwa 4,5% vom Gesamtportfolio beträgt. Das sieht schon mal viel besser aus als in den letzten Monaten und ich werde versuchen, dieses Jahr auf 10% Cashquote zu bekommen. Wenn wir nicht so viel Babykram oder ein neueres Auto kaufen müssen, schaffe ich das vielleicht sogar. Und hier zeige ich dir alle unsere 53 Aktienpositionen und die Renditen. Hier ist immer der Name, hier die investierte Summe und der Einstiegspreis, hier die aktuelle Positionsgröße, hier der Kursgewinn in Euro und in Prozent und hier die Dividenden. Alphabet bleibt mit 24.000 Euro und 130% Gewinn auf dem ersten Platz. Auf Platz 2 hat sich AMD hochgeschlichen mit 18.000 Euro und 150% Rendite. Dann folgt Microsoft mit über 17.000 Euro und 100% Gewinn. Danach Nvidia mit 16.000 Euro und 660% Rendite. Und unser größter Dividendenzahler BAT mit über 15.000 Euro und fast 80% Rendite. Durch die anderen 48 Titel scroll ich einfach kurz durch. Wenn du dir mehr Infos anschauen möchtest, dann pausiere einfach kurz das Video. So mein Freund, das waren die größten Änderungen, die ich dir berichten wollte. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du unseren Weg zum Millionendepot als Angestellter verfolgen möchtest, dann vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Oder die Antwort auf die Community-Frage als Kommentar zu hinterlassen. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.